Hey und willkommen zu meinem nächsten Video 8 Minuten aus Schwedisch Lappland. Heute möchte ich ein bisschen sprechen über das Thema mein Leben in Schwedisch Lappland, weil es jetzt tatsächlich gut 3 Jahre sind schon, die Båtskärsnäs, kurz Baskeri, dieses Dorf mit 200 Einwohnern in Schwedisch Lappland, meine zweite Heimat ist und ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens. Ich sage immer, das ist mein persönlicher Kraftort. Und ich habe ja schon vor einigen Jahren angefangen, hier auch mitzuarbeiten im Tourismus und bin jetzt gerade ganz stolz, dass ich von der Kommune Kalix gebeten wurde, auch an einem kleinen Filmprojekt mitzumachen. In dem Film zeige ich, warum diese Welt für mich so wichtig ist und mein zweites Zuhause geworden ist. Ich darf zeigen, wie ich wohne, wie ich zu Hause arbeite, wie ich mit meinen Freunden ein lustiges Mittagessen genieße. Und einfach, ja, die Schönheit, die diese Welt für mich ausmacht. Und dass ich da gebeten wurde, da mitzumachen und ja, die Protagonistin zu sein in diesem kleinen Reklamefilm für Menschen, die sich vielleicht irgendwann vorstellen können, auch hier oben in die Kommune von Kalix zu ziehen. Da bin ich so stolz drauf und habe mich so gefreut. Und gleich seht ihr ein paar kleine Behind the Scenes dazu. Und ja, wenn dann der Film raus ist, fertig ist, werde ich den auch hier an dieser Stelle verlinken. Ja, und sonst gehört zu meinem Leben hier in Schwedisch Lappland so etwas wie auch einfach mal spontan an einem Sonntagmorgen mitzufahren zu einer Rentierfütterung. Da hatte mich Örjan vom Hotel Philipsburg in Kalix, der ja auch selber Rentierbesitzer ist, mal wieder mitgenommen. Dann ist es ganz normal, dass man sich hier irgendwie einen Hund schnappt. Ich habe ein paar Mal Lotta von meiner Freundin Andrea mitgenommen und dann einfach lange Spaziergänge gemacht. Und solange das auf dem Eis geht, ist das einfach immer ein Traum. Gerade an so Tagen natürlich, wenn Sonne ist und es hat frisch geschneit und es ist Puderschnee überall. Und man fühlt sich einfach wirklich wie im Winterwunderland. Wenn dann noch irgendwann Vollmond ist und dieser rosa Himmel, ja, na, das ist so das, was man sich als Idealbild hier von dem Leben im Norden vorstellt im Winter. Aber ich hatte ja auch schon im letzten Film erzählt, dass das sehr, sehr schnell umschlagen kann. Und gerade dieser Winter ist ein Beispiel dafür, dass wirklich, ja, es viel zu warm ist. Klimawandel lässt grüßen. Und wir hatten jetzt schon die letzten paar Wochen fast immer Plusgrade. Das Eis auf dem Meer taut schon so ein bisschen an.
Man kann da gar nicht mehr gut gehen. Der Schnee ist zu großen Teilen geschmolzen und es sieht schon so usselig aus, wie es eigentlich normalerweise so Mitte oder Ende April aussieht. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, aber gut, ist halt auch Teil des Lebens hier oben. Also das möchte ich auch nicht vorenthalten und deswegen auch mal ein paar Szenen einfach mit Schiedwetter, Lappland-Style und dem vielen, vielen Nebel, den wir in den letzten Tagen hatten. Aber ja, als ich hier angekommen bin, Anfang Januar, da war ja auch so ein Tag, wo strahlender Sonnenschein auf einmal umschlug in so dichten Nebel, dass ich kaum noch die paar Meter auf der Straße vor mir erkennen konnte. Und da hatte meine Freundin Andrea mir schon gesagt, aber du bist trotzdem sicher. Du konzentrierst dich nur auf die nächsten Meter vor dir und dann wird die Straße dich sicher zum Ziel bringen. Und genau das ist auch das, was ich eigentlich immer wieder verspüre, sei es in Bezug auf mein Leben zwischen Schwedisch, Lappland und Hamburg oder ganz, ganz viele andere Themen. Und wenn mir jemand vor 3 Jahren gesagt hätte, dass ich hier eines Tages eine Person bin, die anerkannt wird dafür, dass sie auch der Gemeinschaft hier etwas zurückgibt, dass sie sich einbringt und versucht, etwas zu tun für die Gegend hier oben, das hätte ich nie geglaubt, dass ich das kann, dass ich das schaffe. Und das war auch damals, als ich eigentlich nur ein Buch schreiben wollte, gar nicht mein Ziel. Und trotzdem hat mich das Leben auf diesen Weg geführt und immer tiefer hinein in diese Welt hier oben, in das Leben im Dorf Båtskärsnäs mit meinen vielen, vielen Freunden, die ich jetzt habe. Und deswegen bin ich dafür unheimlich dankbar und freue mich, wenn ihr euch immer wieder ein bisschen freut an diesen kleinen Videos aus dem Norden. Danke, dass ihr immer wieder einschaltet und bis zum nächsten Mal.